Wie ich eine Audioaufnahme starte, die ich aus einem MIDI-File erzeuge, welches ich in Cubase selbst abspiele, das schauen wir uns heute im dritten Teil unserer kleinen Cubase-Reihe einmal an. Viel Spaß damit! Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rico. Im dritten Teil unserer kleinen Cubase-Reihe soll es heute um das Aufnehmen von MIDI-Files, die direkt in Cubase abgespielt werden, gehen. Also schauen wir uns doch das Ganze einmal am PC an. Viel Spaß! Und da sind wir schon in Cubase mit dem Stand unseres letzten Projektes. Wir hatten also hier eine Audioaufnahme gestaltet, die wir direkt vom Keyboard her aufgenommen haben. Und heute möchten wir ein MIDI-File in unser Cubase-Projekt hinein importieren. Wir löschen also jetzt erstmal diese beiden Spuren einmal weg, so dass wir wieder ein leeres Programm haben. Und in dieses leere Programm jetzt möchten wir uns ein MIDI-File hineinziehen. Ich gehe da also in meinen Explorer, kann mir einfach so ein MIDI-File schnappen, ziehe es hier auf die erste Stelle, lasse meine Maus los und es wird das MIDI-File extrahiert. Wird also in seine einzelnen Spuren aufgeteilt und zerlegt. So, wir haben also hier die 16 Spuren unseres MIDI-Files und wenn wir jetzt mal in eine Spur hineinklicken, dann sehen wir schon, dass der Eingang All MIDI Inputs ist, also alle Eingangssignale, die ich hier an meinem PC an MIDI-Hardware angeschlossen habe. Und als Ausgangssignal ist hier der Helion Sonic SE. Der Helion Sonic SE, das ist sozusagen der interne Sounderzeuger in Cubase in seiner Grundausstattung. Und wir sehen da jetzt hier, dass jetzt hier auf Kanal 1 die Melodiestimme, die Panflöte, und wenn ich jetzt hier spiele, ertönt die natürlich auch. Gehe ich jetzt auf Spur 2 und aktiviere mir jetzt hier, habe ich hier mein E-Piano. So, jetzt können wir natürlich das Ganze abspielen. Ja, und wir hören schon, man kann zwar den Titel erkennen, aber es ist natürlich nicht so schön, als würden wir das über unseren Genus oder unser PSR SX abspielen oder unseren Tyros, um daraus dann eine schöne Aufnahme zu gestalten. Also der Tonerzeuger Keyboard ist dann doch hochwertiger als dieser interne Helion Sonic SX SE in diesem Fall. Ja, wie können wir das nun gestalten, dass wir mit unserem Keyboard aufnehmen? Wir gehen also her, markieren uns dieses MIDI-File noch einmal und möchten jetzt diese Spuren noch einmal entfernen. So, und jetzt können wir natürlich festlegen, dass diese MIDI-Spuren aus diesem MIDI-File jetzt nicht diesen Helion Sonic ansteuern, sondern dass direkt MIDI-Spuren erzeugt werden, wo wir dann unser Keyboard als Sounderzeuger zuweisen. Dazu gehen wir hier oben unter Bearbeiten in die Programmeinstellungen
in den Programmeinstellungen unter MIDI-Datei haben wir hier verschiedene Einstellmöglichkeiten. Und hier im unteren Bereich können wir die Instrumentenspuren auf MIDI-Spuren umschalten. Sehen, dass noch der Haken bei Format 0 automatisch auflösen gesetzt ist, so dass wir unsere einheitlichen MIDI-Spuren alle sehen, dass diese aufgelöst werden. Gehen auf Übernehmen, OK und können jetzt unser gleiches MIDI-File noch einmal hereinladen. Wir ziehen es einfach hier rein und dieses Mal sehen wir schon, das ging viel schneller. Und wir haben jetzt hier nicht den Helion Sonic SE, sondern wir haben jetzt die Möglichkeiten, unsere einzelnen Instrumente hier extern auszuwählen. Und da habe ich hier den Genus. Ich kann also jetzt hier der Reihe nach meine Ausgangsspuren auf meinen Genus schalten. Und dort werden wir dann sehen, dass das natürlich viel hochwertiger wird. So, nachdem wir nun alle Spuren auf unseren Genus umgestellt haben oder ihr natürlich dann entsprechend für euer Keyboard, wo der entsprechende Treiber dann eingestellt ist, dann können wir jetzt einfach mal kurz abspielen. Und wir sehen, der Sound wird jetzt von unserem Keyboard wiedergegeben. Nun haben wir aber natürlich noch eine Sache überhaupt nicht beachtet, denn wir haben uns noch keine Grundeinstellung für unser Projekt gemacht. Das sollten wir natürlich ganz am Anfang tun, möchten das jetzt hier an dieser Stelle nachholen. Und zwar können wir hier in unserem Projekt in die Projekteinstellungen gehen und hier wird festgelegt, mit welchen Parametern wir unser Projekt sozusagen starten. Wir haben also hier den Startpunkt, können jetzt hier schon grob mal die Aufnahmedauer für unser Projekt einstellen. Ich habe jetzt hier 10 Minuten gewählt. Wenn wir natürlich jetzt größere Stücke mitschneiden, dann müssten wir hier natürlich den Wert entsprechend erhöhen. Die Zeitanzeige soll bei mir Takte und Zählzeiten sein. Und jetzt ist natürlich ja wichtig, mit welcher Samplerate nehmen wir auf. Ich habe mich hier für 48 Kilohertz und 24 Bit entschieden, weil mein Audio-Interface das natürlich hergibt. Es ist immer besser, wir nehmen in 24 Bit auf anstelle von 16 Bit. Wir exportieren dann unser fertigen Song in 16 Bit in CD-Qualität, 44,1 Kilohertz, 16 Bit. Aber jetzt als Aufnahmemöglichkeit möchten wir natürlich so hochwertig wie möglich aufnehmen. Deshalb habe ich mich jetzt hier für 48 Kilohertz 24 Bit entschieden und das Ganze soll als Wave-Datei aufgenommen werden. Also wir haben jetzt hier auch die Möglichkeit noch auf andere Formate umzuschalten, aber ich möchte gern die Wave-Datei haben. Ja, hier oben können wir natürlich noch den Autor und so weiter eingeben. Wir geben hier unseren Studiopegel plus 6 dB ein. Sehen hier nochmal den Pfad, wo unser Projekt gespeichert ist. Soweit wären wir damit durch. Und jetzt müssten wir uns natürlich noch für ein Projekttempo entscheiden. Wir haben jetzt hier Glück, dass dieses MIDI-File zufälligerweise in einem Tempo von 120 stattfindet. Deswegen schalte ich mal kurz mein Bild weg, so dass ihr auf dem Bildschirm hier unten unser Projekttempo seht, das hier eingestellt ist. Wir können also, wenn wir jetzt einfach in dieses Feld klicken,
nach oben und unten ziehen, entsprechend unser Tempo ändern. Ich übertreibe es jetzt mal, ich gehe jetzt mal hier auf 158. Und ihr seht, es wird natürlich dann mit einem Tempo abgespielt, was natürlich so gar nicht passt. Und jetzt können wir natürlich auch nochmal das ganze Gegenteil machen. Ja, also ihr seht, wenn jetzt hier das falsche Tempo eingestellt ist, dann klingt es natürlich nicht so, wie es soll. So, wir haben also jetzt hier unser MIDI-File hineingeladen und möchten jetzt diese einzelnen Spuren als eine gesamte Stereospur uns aufnehmen. Wie machen wir das? Wir gehen also wieder hier in diesen Bereich, klicken mit der rechten Maustaste, sagen Spur hinzufügen Audio. Es öffnet sich wieder unser Audiospurenfenster. Wir wählen als Quelle hier wieder den Eingang unseres Keyboards, also bei mir der Kanal links, rechts vom Genus. Es soll eine Stereospur sein. Der Audioausgang soll unser Stereo-Out sein. Wir könnten jetzt hier wieder einen Namen vergeben. Nachts, wenn alles schläft. So, Spur hinzufügen und haben jetzt hier unsere Audiospur. Und diese Audiospur, auf diese Audiospur können wir natürlich jetzt aufnehmen. Wir haben das hier scharf geschaltet in den Aufnahmemodus. Und wenn wir jetzt hier auf unsere Aufnahmetaste oder alternativ auf unserem Nur-Block das Malzeichen drücken, dann wird jetzt hier diese Spur einfach aufgenommen. Aufgenommen, welches direkt in Cubase abgespielt worden ist. Soweit der Stand also jetzt im dritten Teil. Und im vierten Teil wollen wir uns dann mit der Einzelaufnahme der Instrumente beschäftigen. Wir wollen also jedes Instrument einzeln aufnehmen, um dann den Mix in Cubase neu zu gestalten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gern meinen Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rico. Ciao.